Also Leute, niemand hätte voraussagen können, was dieser 68 Kilogramm schwere Pitbull tun würde, als das Baby seine ersten Schritte machte. Die Reaktion dieses kraftvollen Hundes in diesem Moment veränderte das Leben der Familie für immer und brachte jeden zum Weinen, der es miterlebt hat. In dieser Geschichte zeigt uns Brutus, dieser massive Pitbull, was wahre Liebe wirklich bedeutet, als er für die kleine Emma da war. Und das Verhalten, das er in diesem entscheidenden Moment zeigte, zerstörte komplett alle Annahmen über die Intelligenz von Hunden. Aber der schockierendste Teil war der wahre Grund hinter Brutus' wundersamer Verhaltensweise. Denn dieser massive Hund trug ein herzzerreißendes Geheimnis aus seiner Vergangenheit mit sich, von dem niemand wusste. Vor nur 4 Monaten war Brutus ein weiterer ungewollter Pitbull, der in einem kalten Tierheimkäfig saß. 68 Kilogramm pure Muskeln mit Kampfnarben im Gesicht, die Geschichten erzählten, die niemand hören wollte. Die Tierheimmitarbeiter hatten alle Hoffnung verloren. Er ist zu groß, zu einschüchternd, sagten sie. Keine Familie wird ihn jemals nehmen. Aber sie hatten keine Ahnung, dass das Schicksal eine völlig andere Geschichte schrieb. Als die Familie Müller zum ersten Mal Brutus hinter diesen Stahlgittern erblickte, regte sich etwas tief im Herzen dieses sanftmütigen Riesen. Die 8 Monate alte Emma streckte ihre winzigen Finger durch den Käfig zu seinem enormen Kopf. Und in diesem kostbaren Moment geschah etwas wahrhaft Magisches. Brutus, dieses 68 Kilo Kraftpaket, erstarrte wie eine Statue und erlaubte diesen zarten kleinen Fingern, seine vernarbte Schnauze zu berühren. Die Frage war: Würde er zum Beschützer dieses zerbrechlichen kleinen Lebens werden? Oder würde sich seine traumatische Vergangenheit als zu überwältigend erweisen? Die ersten 3 Wochen beobachtete Brutus Emma aus respektvoller Entfernung. Jeden einzelnen Morgen positionierte er sich genau 1,5 Meter von ihrem Spielbereich entfernt. Nah genug, um sie zu beschützen, aber weit genug weg, um sicherzustellen, dass sein massiger Körperbau ihr nicht versehentlich schaden würde. Der Familie fiel diese durchdachte Distanz auf und es schmolz ihre Herzen. Der erste Durchbruch kam an einem ruhigen Mittwochnachmittag. Emma hatte ihren Lieblingselefanten aus Plüsch fallen gelassen, gerade außerhalb ihrer Reichweite. Sie streckte ihre kleinen Ärmchen aus und machte diese süßen Babylaute, die eindeutig „Hilf mir" bedeuteten. Brutus machte einen vorsichtigen Schritt nach vorn und setzte jede massive Pfote mit chirurgischer Präzision. Sein enormer Kopf senkte sich langsam, sehr langsam, und sein sanftes Maul schaffte es, das winzige Spielzeug aufzuheben. Er legte es direkt vor Emma und trat dann zu seiner gewohnten Schutzentfernung zurück. Die Familie schaute in völligem Staunen zu, ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Hat er wirklich gerade?«, flüsterte Emmas Mama ungläubig. Aber der unglaublichste Teil dieser Geschichte begann sich gerade erst zu entfalten. Ich sehe, dass ihr noch nicht abonniert habt und ehrlich gesagt, macht nicht das traurig. Wenn herzerwärmende Geschichten wie diese eure Seele berühren, werdet ihr dabei bleiben wollen. Denn was Brutus als nächstes tat, war absolut außergewöhnlich. Jeder Tag brachte neue Momente unglaublicher Zärtlichkeit. Wenn Emma weinte, näherte sich Brutus ihrem Bettchen und machte die sanftesten Wimmerlaute, als würde er versuchen, sie mit seiner eigenen Stimme zu trösten. Wenn Fremde zu Besuch kamen, positionierte sich sein massiger Körper zwischen ihnen und Emma, nicht aggressiv, sondern beschützend. Emma war jetzt 11 Monate alt und hatte angefangen, sich an Möbeln hochzuziehen. Ihre pummeligen kleinen Beine wurden jeden Tag stärker. Brutus konnte spüren, dass etwas Monumentales passieren würde. Seine Wachsamkeit verstärkte sich. Seine Sanftheit wurde noch bemerkenswerter. Nachbarn, die früher die Straßenseite wechselten, wenn sie Brutus sahen, blieben jetzt stehen, um die zärtlichen Interaktionen zwischen dem massiven Pitbull und dem kleinen Mädchen zu beobachten. »So etwas habe ich noch nie gesehen«, sagte Frau Schmidt von nebenan. »Dieser Hund behandelt sie, als wäre sie aus Glas.« Dann kam der Tag, der alles testen würde, was Brutus über Liebe und Schutz gelernt hatte. Emma übte das Stehen, indem sie sich am Couchtisch festhielt und auf ihren unsicheren Beinen wackelte.
Die Familie war damit beschäftigt, das Mittagessen in der Küche zuzubereiten, als plötzlich ein scharfer, verängstigter Schrei durch das Haus schnitt wie ein Messer. Alle erstarrten. Dann kam das Geräusch von etwas Schwerem, das zu Boden fiel. Brutus zögerte keine Sekunde lang. Er sprang in Aktion. Sein 68-Kilo-Körper bewegte sich wie ein Blitz. Purer Instinkt trieb jeden Muskel an. Was er im Wohnzimmer fand, ließ sein Herz stillstehen. Emma war nach hinten gefallen, ihr winziger Kopf nur wenige Zentimeter von der rasiermesserscharfen Ecke des gläsernen Couchtisches entfernt. Sie weinte, hatte Angst, ihre kleinen Ärmchen streckten sich verzweifelt nach oben. In diesem Moment auf Leben und Tod offenbarte sich Brutus' wahre Natur vollständig. Ohne jegliches Zögern warf er seinen enormen Körper zwischen Emma und den Tisch und schuf eine weiche, schützende Barriere. Sein massiger Körperbau absorbierte den vollen Aufprall und Emmas Kopf landete sicher an seiner Brust, statt an der tödlichen Glasecke. Falls euch dieser Moment Gänsehaut macht, drückt bitte den Like-Button, denn wahrer Heroismus kommt manchmal von den unerwartetesten Orten. Als die Familie hereingestürmt kam, fanden sie Brutus vor, wie er Emma mit seinen riesigen Pfoten wiegt, seine sanften Augen voller Sorge, während er liebevoll ihre Tränen ableckte. Aber hier wird die Geschichte noch unglaublicher. An diesem Abend näherte sich Brutus zum ersten Mal Emmas Bettchen, ohne eingeladen worden zu sein. Er schaute das schlafende Baby an, dann ihre Eltern, als würde er um Erlaubnis bitten. Mit Tränen nickten sie. Brutus legte vorsichtig seinen enormen Kopf neben Emmas winzige Hand. In ihrem Schlaf krümmten sich diese kleinen Finger in sein weiches Fell. Diese einfache Berührung verband zwei gebrochene Herzen. Am nächsten Morgen geschah das Wunder. Emma machte ihren allerersten Schritt, direkt auf Brutus zu. Als sie wackelig auf ihn zuging, blieb er vollkommen still. Sein Schwanz wedelte kaum merklich. Als Emma ihn erreichte und ihre Hand auf seinen Kopf legte, stand Brutus langsam auf und wurde ihr Laufpartner. Schritt für Schritt passte sich dieser 68-Kilogramm-Riese genau ihrem Tempo an. Von diesem Tag an übte Emma jeden Morgen das Laufen an Brutus' Rücken. Nie zu schnell, nie vorausziehend. Die Verwandlung war vollständig. Der gefährliche Pitbull war zum liebevollsten Begleiter geworden. Was seht ihr in dieser Geschichte? Einen gefährlichen Hund oder einen Schutzengel? Teilt eure Gedanken mit, denn diese Gespräche sind wichtig.